meine Lieben, heute nehmen wir den 1er genauer unter die Lupe. Mal schauen, was uns da noch alles erwartet. Viel Spaß! Fangen wir von hier vorne an. Das BMW-Emblem hat sich abgelöst. Da muss ein neues ran. Hier hat er einen leichten Parkrempler. Die Stoßstange sollte eigentlich mit dem Scheinwerfer abschließen, ist aber nicht. Da muss man die Stoßstange abnehmen und es wieder richten. Das ist eine Kleinigkeit. Hier hat er ein paar Kammspuren. Wenn man sowas sieht, gleich den Außenspiegel mit anschauen. In den meisten Fällen hat er auch was abbekommen. Ja, da sieht man's. Aber ansonsten sieht die Seite ganz gut aus. Die Spaltmaße hauen auch alle hin. Kommen wir zum Heck. Das erste, was mir gleich auffällt, ist die Position des Heckwischers. Der müsste eigentlich hier unten stehen. Aber das ist schon ein bekanntes Einser-Problem. Die gammeln im Laufe der Zeit fest und dann rührt sich nichts mehr. Der muss neu. Dann sieht man, dass die Ladekante völlig zerkratzt ist. Bei solchen Fahrzeugen, die täglich benutzt werden, sieht es nach vielen Jahren fast immer so aus. Das müsste man lackieren. Die rechte Seite sieht nicht so gut aus. Da blüht es ein bisschen am Radlauf und an der Tür. Das müsste man erstmal mit einem Drahtbürstenaufsatz wegschleifen, um zu sehen, ob es durch ist. Ich hoffe nicht. Der Rest sieht noch ganz gut aus. Nur der Spiegel hat noch ein paar Kratzer. Motor hatten wir schon im letzten Video. Da war ja die Steuerkette übergesprungen. Die mache ich neu. Einige Zuschauer fragten an, ob ich darüber ein Video mache. Nein, mache ich nicht. Ich blende euch mal hier oben eine Infokarte ein. Da findet ihr ein Video von mir, wo ich die Steuerkette bei einem N42 Motor gewechselt habe. Bei diesem N45 Motor ist es fast genau gleich wie bei den N42, N46 Motoren. Auch die Drehmomente sind gleich. Es gibt winzige Unterschiede. Die zeige ich euch kurz mal. Ihr braucht für die Nockenwellen- und Impulsgeberräder ein anderes Absteckwerkzeug. Das ist für die N42, N46 Motoren und das ist für den N45 Motor. Hier sieht man schon, dass der Abstand kleiner ist. Und das ist auch ein bisschen anders. Der Kurbelwellenabsteckdorn ist der gleiche. Schauen wir uns mal das Wunderwerk der Technik weiter an. Alufelge total zerstört. Der Reifen sieht auch nicht gerade frisch aus. Von wann sind die denn? Da steht's. 39. Kalenderwoche 2007. Alter Schwede, die sind ja genauso alt wie das Auto. Die müssten runter. Die Bremsscheibe hat schon eine kleine Kante drin. Würde noch gehen, aber ich mache die neu. Spurstange hat Spiel, müsste neu. Die Feder ist an der Stelle schon sehr stark verrostet. Wenn man da nichts macht, könnte die brechen. Der Stoßdämpfer verliert zwar kein Öl, ist aber schon ziemlich vom Rost zerfressen. Hier fehlt eine Abdeckung. Auf der Seite sieht die Alufelge schon besser aus, hat nur hier eine kleine Macke. Die Abdeckung ist hier drauf. Und die Feder ist auch okay. Aber der Stoßdämpfer ist hier noch stärker vergammelt. Hier merke ich kein Spiel in der Spurstange, aber die kommt trotzdem neu, da man die immer beidseitig wechseln sollte. Hier hinten hat die Felge wieder mehr Einschläge. Die Bremsscheibe muss vor kurzem erst neu gemacht worden sein. Die Belege sind auch fast neu. Na, ist doch super. Das bisschen Rost auf der Scheibe kann man ganz einfach frei bremsen. Das ist gar kein Problem. Der Anschlagpuffer muss neu. Der ist hier ganz schön eingerissen. Hier sieht die Felge super aus.
Scheibe und Belege wie drüben, auch fast neu. Der Anschlagpuffer ist okay. Ich habe den Einser ganz hochgehoben und den Unterfahrschutz abgenommen. So kann man alles besser sehen. Diesmal fangen wir mal vorne links an. Querlenker sehen gut aus. Spurstangkopf mache ich ja neu. Das Ankerblech muss auch neu. Bremsschlauch sieht auch schon ein bisschen porös aus, mache ich auch neu. Die Koppelstange hat es auch schon hinter sich, die kommt auch neu. Hier ist es ölfeucht. Da ist die Ölwanddichtung undicht, die muss neu. Dafür muss die Vorderachse abgelassen werden. Der Rest vom Motor sieht trocken aus. Auf der rechten Seite haben wir das gleiche Programm. Spurstangkopf, Bremsschlauch, Koppelstange muss neu. Das Ankerblech ist hier stabil, aber im Zubehör gibt es das nur im Set. Also kommt das auch neu. Arbeiten wir uns nach hinten durch. Hier ist alles eingedrückt und eingerissen. Sowas passiert meistens, wenn man den Hebebühnenarm ohne zu gucken einfach drunter schiebt und den Wagen anhebt. Schade eigentlich. Das Verstärkungsblech hat ja nur ganz leichten Flugrost dran. Meine Güte, stand der Einser im Salzwasser? Und das Differential sieht auch nicht besser aus. Ist aber wenigstens trocken. Allgemein ist ja alles ziemlich vom Rost befallen. Aber die Gummilager sehen noch ganz gut aus. Auf der Seite auch. Hier müsste man alles gründlich entrosten und danach mit Seilfett oder Mike Sanders behandeln. Die Manschetten sind okay. Die Bremsschläuche müssen neu. Aber wenn man sich den zusammengerosteten Mist hier anschaut, lässt sich der Bremsschlauch nicht so leicht von der Bremsleitung abschrauben. Das endet meistens immer damit, dass man die Bremsleitung auch gleich neu machen muss. Auf der Seite sieht es auch nicht viel besser aus. Die Manschetten sind okay. Die Feder sieht gut aus. Stoßdämpfer ist trocken. Endtopf ist rostig, sieht aber dicht aus. Auf der Seite ist die Feder und der Stoßdämpfer auch okay. Puh, nach dem Check wird es, glaube ich, einiges an Einser-Content geben. Da ist wirklich eine Menge zu machen. Mein Plan sieht folgendermaßen aus. Nächste Woche kommt wahrscheinlich kein Video. Da mache ich die Steuerkettengeschichte. Vielleicht fange ich sogar noch dieses Wochenende damit an. Aber das werdet ihr auf Instagram sehen. Da bin ich ein bisschen aktiver. So, das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Gina.